ich ja meistens nur Kit-Reviews von neu erschienenen Bausätzen, oder relativ neue Bausätze zumindest. Einfach nur so, weil von den alten Bausätzen ja meistens schon hunderte Reviews herumgeistern. Aber das hier ist wieder mal was ganz Neues, und zwar von Academy, der Jagdpanzer 38T Hetze Späti-Produktion im Maßstab 1:35. Kostet 23 Euro, und ich habe schon mal einen Blick reingeworfen und muss sagen, also für so wenig Geld, so einen guten Bausatz, da ist der eigentlich ziemlich konkurrenzlos auf dem Markt im Moment. Schauen wir mal rein, was drin ist. So, hier die Bauanleitung. Das sind 2 Stück Papiere, einmal so ein klappbarer Bauplan und einmal so ein einzelner Zettel, wo es um die Bemalung und um die Abziehbilder geht, und hinten drauf dieses Diagramm mit den ganzen Gießäste, die dabei sein sollen. Der Bauplan fängt an mit einer kleinen Tabelle für die Farben, Sicherheitshinweise, kurze Zeichenerklärung, und dann geht's auch schon los. So. Also ich denke mal, der Plan lässt keine Beanstandungen zu. Alles sehr deutlich ausgeführt und auch nicht zu viele Teile pro Bauschritt. Das finde ich immer ganz angenehm, wenn man sonst leicht mal die Übersicht verliert. Ja, es ist auch nicht zu kompliziert, relativ simples Modell. Ja, das macht einen guten Eindruck, da kann man sich auf unbeschwertes Basteln freuen und nicht auf Hieroglyphen entziffern. Ja, hier Bemalungshinweis. Das ist eben der besondere Clou an dem Bausatz. Und zwar, wie ihr seht, ist die vorgeschlagene Tarnbemalung doch etwas kompliziert, und Academy legt dem Bausatz hier eben Maskierfolie dafür bei. Das ist hier eben die Abziehbilder. Ja, das sieht man jetzt natürlich nicht, aber das ist schon vorgestanzt, und das sind eben die Flecken, und dann kann man da ganz einfach diese blasenartige Tarnung erstellen. Finde ich super, deswegen habe ich mir den Bausatz auch geholt, weil in meinem letzten Hetzer habe ich sozusagen versprochen, dass ich das mal so mache in Zukunft, und ja, das ist natürlich die perfekte Gelegenheit. Weil mit dem Pinsel das zu malen, das ist mir dann irgendwie zu blöd mittlerweile. Ich bin dann schon zu sehr die Airbrush gewöhnt. Bei den Abziehbildern waren sie dann doch ein bisschen knausrig. Die sind zwar gut, aber ja, 6 Balkenkreuze. Na gut. Ist natürlich so, dass die späten deutschen Panzer wenig Markierungen hatten. Trotzdem hätte man ja da ein paar ausgefallenere Sachen hinzufügen können, denn es gibt ja schon vereinzelte Hetze, die ziemlich spezielle Markierungen hatten. So, das sind jetzt die ganzen Bauteile. Es liegen auch ein Ätzgitter bei für hinten am Motor und so ein Stück Bändel für das Abschleppseil. Bin jetzt normal nicht so der Freund davon, aber naja, mal ausprobieren, vielleicht funktioniert es ja. Ich habe da lieber so Drahtstücke oder so. Gut, die Ketten liegen als Segmentketten bei, dann kann wieder keiner jammern wegen den Einzelgliederketten, wobei mich das persönlich nicht stört. Auf jeden Fall besser wie Vinylketten oder so, das steht fest. Ja, die Detaillierung ist okay, es sind nur hier in der Mitte immer diese Auslaufmarken. Ja, nicht so prickelnd, auch auf den
größeren Stücken sind da ab und zu welche zu sehen. Ja, es gibt bessere Hetzeketten. Definitiv. Aber wenn man da ein bisschen mit Schlamm rumspritzt am Modell bei der Alterung, ja, sollte das sich auch klären. Hier Ober- und Unterwanne. Gut detailliert, kein Flash. Wie man sieht, später Inneneinrichtung ist da nicht viel da, aber ich musste schon mal feststellen, dass das bei einem Hetzer relativ sinnlos ist. Ich habe mal von Eduard den 1:35er Hetzer baut und mit kompletter Inneneinrichtung wirklich alles dabei, und die Luken am Hetzer, die sind so mickrig, man sieht wirklich nichts mehr hinterher, selbst wenn man will. Das ist dann dieser typische Modellbauersatz, ja, ich weiß, es ist da, auch wenn man es nicht sieht. Ja, alles in allem, die Teile sauber gespritzt, und vielleicht habt ihr es euch auch schon gedacht, aber die Teile wirken sehr Tamiya-artig, also auch der Gussast als solcher. Ich habe jetzt den Tamiya-Hetzer noch nicht begutachtet im Detail, aber möglicherweise ist das praktisch das Reboxing davon, von Tamiya. Das wird auch den günstigen Preis hier erklären. Ja, zweimal das Fahrwerk. Ja, hier die Scheibenräder, die habe ich auch schon mal besser gesehen an Dragon Bausätze. Aber es ist immer noch okay so. Ja, relativ wenig Teile. Das verspricht auch ein recht einfacher Bau zu werden. Ja, 2 Figuren liegen auch bei. Ja, ist okay. Nichts Außergewöhnliches, aber es ist okay. Alles in allem macht der Kit doch einen ansprechenden Eindruck. Und ich schätze mal, der geht auch gut zum Bauen. Allein schon, weil es einfach sehr nach einer Kopie vom Tamiya Bausatz aussieht. Bin mir aber wie gesagt nicht sicher, ob das so ist. So, das war's mit dem Kit Review. Also um es nochmal zusammenzufassen, der Kit erinnert sehr an Tamiya Bausätze, was ja jetzt nicht schlecht ist, weil das verspricht einen einfachen Zusammenbau und kein Spachtel und dergleichen. Der Preis ist sehr günstig, mit 23 Euro kann man gar nichts falsch machen hier. Würde das als den günstigsten 1:35er Hetzer bezeichnen, den es gerade so gibt. Ganz toll die Maskierfolie für diese blasenartige Tarnung, die hat auch irgendeinen Namen, aber das fällt mir jetzt nicht ein. Das erleichtert die Sache schon wesentlich, und ich wollte schon lange mal ein Fahrzeug mit dieser Bemalung bauen, und das ist jetzt einfach die optimale Gelegenheit, das auch zu tun. Ja, also würde ich mal sagen, empfehlenswert. Wie es dann tatsächlich wird, sieht man erst, wenn man es dann gebaut hat, aber ich gehe davon aus, dass das ein guter und einfacher Bau wird und das Ergebnis auch überzeugen wird. Nun, was tut sich sonst noch so auf meiner Werkbank? Hier habe ich einen bayerischen Husar von Hecco und Goros in 54 mm Maßstab. Dazu werde ich dann hier das kleine Diorama bauen von MK35 Productions. Ja, mal schauen, wie es wird. Bis jetzt macht es einen guten Eindruck. Dann baue ich hier von Dragon das Sonderkraftfahrzeug 250-8 mit der 7,5 cm Kanone, diese Stummelkanone. Ja, der ist jetzt schon mal bemalt, jetzt fehlen natürlich noch die Tarnflecken und so, das werde ich dann nachher noch machen. Und hier sind dann noch meine englischen
vielleicht ein Dragoner von Talerie. Da bin ich gerade dabei, das Wasser zu kreieren. Und ja, dauert einige Zeit. Es ist schon wirklich sehr lang in diesem Zustand, dass das Wasser ist wirklich, dauert immer ewig zum Trocknen und deswegen zieht sich das. Aber ich bin zuversichtlich, dass das bald fertig ist und dass ich dann auch ein tolles Video drüber machen kann. Ah ja, und bevor ich es vergesse, ich habe ein Edelweiß, ein echtes, aus den Alpen. Genauer gesagt aus Garmisch-Partenkirchen. Das ist natürlich jetzt getrocknet und ist ja schon ziemlich alt. Aber nach wie vor was Besonderes, wenn man da eins findet in die Berge. Und wenn man bedenkt, dass da schon sehr viele Leute bei dem Versuch gestorben sind, eins zu finden. Die Berge sind auch sehr gefährliches Terrain. Und die Dinger, die wachsen einfach an Stellen, wo man meistens schlecht hinkommt und dann kann schon mal passieren, dass einer abstürzt. Ja, das wollte ich jetzt einfach mal zeigen, weil das Edelweiß doch in der YouTube-Community immer mal im Gespräch ist. Und ja, so wie dazu.